Also es gibt unter Service gibt es den Punkt Statistik und darunter gibt es den Unterpunkt ZV-Statistik. Und was man hier im Prinzip machen kann, ist, ich kann einen beliebigen, ich kann einen Zeitraum definieren, wo ich sage, ich will jetzt zum Beispiel das letzte Kalenderjahr, das wäre jetzt in dem Fall vom 1.1.20 bis zum 31.12.20. Ich kann alles, was dieses Jahr bisher war, oder ich kann einen beliebigen Zeitraum definieren, wo ich sage, zeig mir alle Daten vom 3.8. oder was weiß ich jetzt hier, vom 4. Mai bis zum 3.8. oder wie auch immer. Das letzte Kalenderjahr ist ja hauptsächlich dafür da, dass ihr, was weiß ich, zum Beispiel Anfang Januar halt einfach genau fürs letzte Jahr den gewünschten Report erzeugen könnt. Ja, also ich mache alles per Excel nur so nebenbei. Okay. Also das heißt, hier wähle ich einfach den Zeitraum auf und drücke dann unten auf OK. Und dann kriege ich eine Übersicht von all den Daten, die bisher im System so gesammelt wurden und kann mir jetzt hier die einzelnen Themen im Prinzip anschauen. Das heißt, ich lege hier einmal fest, wer bin ich, kriege hier sage ich mal, eine grobe Übersicht und kann jetzt hier durch alle einzelnen Punkte durchgehen. Und man sieht auch, die Felder sind editierbar. Das heißt, ich kann hier jederzeit reingehen und auch irgendwelche Sachen ändern, ergänzen oder was auch immer. Das heißt, wir zeigen hier zwar an, was das System gespeichert hat. Ich zeige auch dann gleich, wie man das konfiguriert, dass das so ist. Und ich habe dann aber hier auch im Prinzip die Möglichkeit, weil zum Beispiel Bankautomaten ist was, ich glaube, ist in eurem Fall nicht so interessant, aber ist für Kunden, das läuft in der Regel nicht zwangsläufig über CB Pay. Insofern könnte ich jetzt aber hier eben hergehen und sagen, ich kann hier manuell editieren und ich habe hier hinten auch immer diesen Euro-Signal, wo ich jetzt hier reingehen könnte und sagen, ich habe in Dänemark 3 Fälle gehabt und kann die jetzt hier mit dazu fügen und könnte jetzt dann hier auch den Wert in Millionen wieder ändern und so weiter. Also das heißt, für die Sachen, die CB Pay nicht kennt, könnte man an dieser Stelle manuell eingreifen. Und ansonsten würden wir einfach alles mitprotokollieren, was über CB Pay läuft. Aber im Prinzip auf Knopfdruck erzeugt er dann die Datei mit allen Informationen, die hier drin stehen, so wie es von der Bundesbank gefordert wird in dem XML-Dokument. Das heißt, hier besteht hauptsächlich die Möglichkeit, wir sammeln alles. Ich zeige am besten einfach mal schnell, wie das funktioniert. Das heißt, wir haben in der Konfiguration ja schon mal gesehen, dass ich im Prinzip hier einen Partner definiere, wo ich definiere, was kommt von außen rein, was geht nach außen. Und habe jetzt hier rechts einfach den Punkt ZV-Statistik. So schaut das standardmäßig aus. Und ich kann den Haken hier praktisch rausnehmen, was bedeutet, speichere es mir in der ZV-Statistik und wähle jetzt hier praktisch nur noch dazu aus, in welche Kategorie fällt das Ganze. Und in dem Moment würde ich alles, was über diesen Partner reinkommt oder rausgeht, wir haben hier jetzt Partnereingang, würden wir in eine eigene Tabelle in der Datenbank speichern, sodass wir dann im Prinzip aus diesen Informationen 1:1 die ZV-Statistik generieren können, mit der Möglichkeit eben manuell auch noch einzugreifen und irgendwelche Sachen zu ergänzen, die eventuell nicht über CB Pay gelaufen sind. Also ich finde es super. Nee, ich finde es super. Ich stelle mir jetzt bloß gerade die Frage bei den Partnern. Da muss ich mich nochmal abholen. Okay. Weil du hast ja jetzt so gesagt, wenn ich gesehen habe, du hast 4 Partner angelegt, Tipps, T2, Eingang, Ausgang. Und bleiben wir einfach mal bei den 4. Tipps ist ja auch Eingang, Ausgang. Ja. Und Target 2 ist ja auch Eingang. Achso, hier steht Target 2 Eingang. Das muss man ja erstmal definieren. Und dann ist ja wiederum die Frage, wenn ich eine eingehende Zahlung habe, kann ich die ja theoretisch als Beleg definieren, weil ich weiß ja nicht, ich habe ja keinen Beleg am Ende des Tages dazu, ja.
eine ausgehende Zahlung kann ja sowohl beleglos als auch beleghaft sein. Das ist eine Frage, wie du es dir definierst. Also das heißt, ich sage jetzt mal, mein Testsystem hier ist natürlich jetzt, sage ich mal, relativ rudimentär ausgestattet. Ich habe aber Kunden, die genau aufgrund der Tatsache, dass eine ZV-Statistik im Hintergrund läuft, halt eventuell nicht nur einen, sondern 3 Eingangspartner. Wo ich dann eben genau definieren kann, wenn über eine Schnittstelle XY, was weiß ich, wir haben einige Kunden, wo die ganzen Schecks und Bankautomaten über den Bankverlag laufen. Das heißt, ich habe ein Gerät oder eine Quelle, von der was kommt, der definiere ich einen bestimmten Partner zu und sage, das sind eben zum Beispiel die beleghaften oder die Online oder was auch immer Zahlungen. Dann würden wir auch die ZV-Statistik entsprechend füllen. Mhm. Das heißt, ich muss mir halt überlegen, ich würde für eine Bank, wo ich sage, ich habe relativ box-simple, ich habe ein Core-System, was CBPay-Daten anliefert. Diese Daten gehen an TIPS, die Bundesbank und SWIFT raus. Und ich habe einen Eingang von der Bundesbank, einen Eingang von SWIFT, einen Eingang von Target. Dann komme ich theoretisch mit 2 Partnern aus. Einmal Eingang, einmal Ausgang. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss jetzt aber hier irgendwo unterscheiden, um die ZV-Statistik zum Beispiel sauber zu füllen, dann muss ich halt eventuell einen 2. oder 3. Partner anlegen. Aber das ist einmal 5 Minuten Aufwand und ich habe im Endeffekt hinterher mit der ZV-Statistik den Aufwand nicht mehr. Und muss eben nicht stundenlang irgendwelche Excel-Tabellen füllen.